Hallo alle, ich heiße euch herzlich willkommen zur Präsentation unserer neuen Map Kinlaig. Ihr habt es vielleicht gesehen, wir hatten anfangs dieser Woche schon eine kleine Vorschau gezeigt. Heute schauen wir uns das alles etwas genauer an. Ich nehme euch mit auf eine Spritztour, gebe euch zusätzlich noch Kontext dahinter und es gibt zuletzt noch einen technischen Teil. Kommen wir zu mir, ich bin Kenan, bin 3D-Artist, bin in Schlieren unterwegs und war mit einem Team zusammen mit vollem Elan an dieser Map zusammen dran. Der linke bin natürlich ich. Bei Kinlaig handelt es sich tatsächlich um eine schottische Map. Wenn man das spezifischer jetzt sehen möchte, ist es eine nördlich gelegene Region. Das heißt, Forstwirtschaft, Agrikultur und Fischerei kommen dort an einen Ort zusammen. Und für uns ist das natürlich ganz interessant, weil es handelt sich hierbei auch um unsere erste britische Map. Weil Schottland natürlich so schön ist, haben wir Artists uns zusammen auf eine Exkursion begeben. Nämlich, wir gingen nach Schottland, eben in dieser nördlichen gelegenen Region und haben uns dort schon ein bisschen ausgetobt. Wir haben Referenzaufnahmen genommen. Und das wirklich ganz Tolle ist, wenn man nicht im Büro sitzt und wirklich physisch vor Ort ist, kann man sich dort eine bessere Vorstellung von den Dimensionen und auch von der Atmosphäre, der Lichtverhältnisse sammeln. Auch das ganz Tolle ist, vor Ort sieht man Details, die man nicht zwingend, sag ich mal, wenn man die Bilder sich anschaut, einem auffallen. Vor Ort weiß man dann, wie unabdingbar solche Details sind. Und das ist alles auch Dinge, die zur Authentizität unserer Map beigetragen haben. Und das war für uns auch besonders wichtig. Es gibt jetzt neuerdings auch weitere visuelle Zusätze bei unserer Map. Wir haben einerseits 2 Weidentypen in der Map, ihr werdet es dann sehen, um auch mehr Diversität auf den Weiden zu zeigen. Wir haben Weiden mit Blumen und auch Weiden mit hohem Gras, dichtem Gras. Wir haben jetzt neuerdings auch Hecken, die ihr wie Zäune platzieren könnt und damit auch eure Bauernhöfe beschmücken könnt. Wir haben zusätzlich noch visuelle saisonalen Änderungen, die ihr dann sehen werdet. In diesem Beispiel haben wir jetzt Halloween-Dekorationen. Und darauf werde ich jetzt nochmal näher eingehen, da habe ich vorhin erwähnt, im technischen Teil. Wir haben die Detailreichheit unserer Gebäude erweitert. In unserer Map gibt es Produktionsstätten. Wir haben einerseits eine Steinabbaustelle, ein Steinmetz. Wir haben auch einen zentralen Punkt für unsere Map, ist auch der Hafen. Dort werdet ihr den Fischmarkt finden und außerhalb der Küste liegt diese Aquakultur-Produktionsstätte. Ich denke, wir reden hier nicht mehr lange um den Brei herum und kommen zur Präsentation unserer Map. Wir befinden uns auf unserer Starterfarm. Ihr seht hier auch unser Farmgebäude. Zum Beispiel schon schauen, ja, die Präsentation läuft. Dieses Gebäude ist zugänglich, ist auch mobiliert. Das heißt, ihr könnt ihn reinraufen, ihr könnt dort den Speicherstand speichern, wie ihr es auch kennt. Und hier seht ihr auch den ersten Einblick so auf die neuen Gebäude, die wir haben, auch mit dem neuen Detail, das wir haben. Und ich benutze dieses Gebäude jetzt auch gleich als Beispiel dafür, wie wir diese visuellen Additionen verwenden können. Hier Beispiel eben mit der Halloween-Dekoration. Wir haben Kürbisse, wir haben Spinnennetze und Spinnen, Hexenhüte, alles ein bisschen furchteinflößend. Aber trägt auch alles auch bei dazu, dass wir jetzt im Oktober sind und man spürt Halloween hier auch. Wir drehen die Zeit zurück, gehen wieder zurück in den Sommer. Wir sind hier wieder auf unserer Farm. Hier seht ihr auch zusätzliche Lagerräume. Hier auch der JCB-Traktor, den wir auf dem Cover haben. Hier auch noch Platzausbau für die Farm. Ihr seht auch, hinter der Farm befindet sich ein Wald. Wir haben im Wald auch neue Bäume, die für die Region auch typisch sind. Und auch im Wald haben wir die Detailreichheit auch erweitert. So, wir sehen hier auch mal einen ersten Blick auf die Map. Wir schauen hier gegen Küste. Ihr seht auch vielleicht unsere Highland Kettles. Die springen da rum, die freuen sich sehr. Aber um die Spritztour jetzt rund um die Map möglich zu machen, suchen wir uns ein Fahrzeug aus. Wir sagen, wir nehmen mal etwas
Gemütliches, nämlich unseren Octavia. So, bevor wir uns auf der Straße begeben, sagen wir kurz unseren Schafen Hallo. Hallo. Hier noch zusätzlicher Abstellplatz für Equipment. Wir haben nur noch eine kurze Runde um die Farm herum. Da seht ihr das alles. Hier seht ihr auch eben die Diversität in den Weinen, diese zwei Typen, die wir haben. Seht ihr auch, wir haben neue Modelle für unsere Steine, unsere Steinwände, Kliffen. Hier oben liegt noch eine Farm, hinter der Kamera ist auch noch eine Farm. Also ein Feld, meine ich. Wenn man hier jetzt links abbiegen würde, geht man zur Stadt. Wir biegen hier aber jetzt rechts ab, da wartet der Kollege schon auf uns. Und fahren, wie gesagt, rund um die Map herum. Wir kommen da zur Stadt nachher. Wir befinden uns jetzt aktuell in Spruce Bridge. Es gibt kleinere Ansiedlungen in der Map, die verteilt sind. Und hier seht ihr auch gut die neue Detailreichheit an den Gebäuden. Ihr seht, es gibt Ablagerungen, es gibt Schäden an den Gebäuden. Die Brücke wurde übrigens auch mit diesem neuen Workflow erstellt. Die hat euch diesen schönen Wasserfall mit dem Bächlin. Und für uns Festländer vielleicht ganz auffällig, man fährt hier auf der linken Seite, ist entsprechend der Region natürlich auch so. Und was auch für die Region speziell ist, ist, dass die Felder von Zäunen umzäumt sind. Wir haben jetzt hier auf der rechten Seite diese Hecke, die ich vorhin erwähnt habe. Ihr werdet noch sehen, es gibt Holzzäune, es gibt auch Steinzäune. Was auch ganz witzig ist, wir haben Signalisieren auf den Straßen, die hinweisen, auf welche Seite man jetzt richtig fährt. Das ist im echten Leben auch so und das macht es auch einfacher, sich umzustellen auf diese Änderung, dass man jetzt links fährt. Fährt uns auch ein Doppeldecker entgegen. Seht ihr auch diesen Holzzaun? So, wir schauen hier mal nach links. Wir sehen auch eine Wassermühle im Hintergrund mit einem großen Feld hinten dran, eine Windmühle noch. Und ich sage mal, wir machen einen kurzen Halt hier, denn ich möchte euch gerne diese Hecken zeigen, die ich vorhin erwähnt habe. Wie gesagt, die könnt ihr wie Zäune platzieren. Und am besten gehe ich hier in den Baumodus. Wir haben 3 Versionen für Hecken, respektive 3 Größen. Scrollen wir mal ganz unten, wir haben sehr viele Zäune. So. Wir haben kleinere, mittlere und große Zäune, Hecken. Und wie gesagt, die platziert man wie Zäune. Das wäre jetzt der mittlere Zaun, Hecke, wieder. Und noch die große Hecke, die wir schon im Feld schon noch sehen. Und noch hier, keine Sorge, wir haben an euch gedacht. Das heißt, wenn ihr diese Zäune gerne weghaben möchtet, weil ihr mehr Flexibilität haben möchtet, könnt ihr diese auch entfernen. Da kann man einfach auf die Toren drücken, die entsprechend zum Feld dazugehören, dann gehen die Zäune weg. So habt ihr auch, wie gesagt, Flexibilität zu entscheiden, wie ihr das machen möchtet. Wir fahren hier jetzt aktuell Richtung Osten, kommen hier zur nächsten Ansiedlung. Hier noch einen letzten Blick auf unsere Windmühle. Hier sehen wir aktuell den Farm her. Wie gesagt, eben viele einzelne kleine Ansiedlungen, die wir in der Map verteilt haben. Es bringt auch Leben in die Map hinein. Ja, auch eine Bushaltestelle, Gebäuden. Ganz langsam fahren. Hier stehen wir auch vor der Hauptstraße. Wenn man jetzt links abbiegt, kommt man wieder zurück in die Stadt. Wir machen eben eine Rundtour. Das heißt, wir gehen hier rechts hindurch. Seht auch, die Straßensignalisierungen sind auch entsprechend der Region so.
Und ihr seht auch den Hintergrund mit den neuen Bergen, die wir haben, was auch sehr schottisch sein. Wenn man hier geradeaus fährt, kommt man zur Windmühle. Wir fahren über die Brücke, kommen wir in der nächsten Ansiedlung hinein. Eine kleinere Stadt am Ende der Map. Wenn man hier rechts abbiegt, kommt man zum Steinmetz. Aber ich sage jetzt mal, wir fahren links. Nämlich außerhalb dieser Stadt befindet sich etwas, das ich euch auch gerne zeigen möchte. Das habe ich auch vorhin erwähnt. Es gibt eine Steinabbaustelle. Die befindet sich im aktuellen Zeitpunkt jetzt vor uns. Wir machen dort einen kurzen Halt. Ich zeige euch, wie detailliert dieses Gebäude auch schön aussieht. Hier könnt ihr das Rohmaterial holen für den Stein und könnt es zum Steinmetz bringen. Was ihr mit dem Stein dann produziert, respektive mit den Steinblöcken, seht ihr dann nachher. Dafür fahren wir zuerst mal den Berg hinauf. Da gibt es eine schöne Aussichtsplattform, da seht ihr auch die ganze Map. Seht ihr, links liegt die Biogasanlage am Fluss vorbei. Hier rechts steht aktuell noch die Spinnerei. Das war zum Zeitbau noch so. Ich möchte auch hier erwähnen, das ist ein Work in Progress. Das heißt, Sachen werden sich verbessern. Ja, an der Kreuzung fahren wir rechts, wie gesagt, den Berg hinauf. Wir sehen hier auch ein Schild für ein Castle, für ein Schloss. Das seht ihr auch noch. Wir haben die Details auch auf den Steinen erweitert. Ihr seht auch, wie schön geschmeidig das Ganze auch jetzt aussieht. Wir haben hier auch einen schönen Blick auf die neuen Wälder, die wir haben. Auch einen letzten Blick auf Portbridge, wo wir vorhin waren. Seht ihr auch, hinten dran liegt noch ein Feld. So, die Straße hinauf. Stellen wir unser Fahrzeug kurz ab. Auf dem Schild. Und hier stehen wir, oder wir fliegen jetzt vor unserer Kohlenmine. Ihr seht ja auch, wie farbig das Ganze jetzt neuerdings auch aussieht. Wir haben diverse Texturen drauf, wir haben Materialien drauf, wir wechseln die Farben, die Texturen ab, um auch Abnutzung und auch die Älter dieses Gebäudes auch zu zeigen. Unsere neuen Felswände, das ist ein Blick. Wir haben mehr Gewicht, mehr Detail, sehen echt aus, sehen schärfer aus. Hier sind diese Steinmauern, die wir haben. Wie gesagt, eben auch neue Zäune, die das Feld jetzt auch umzäunen. Wir biegen hier links ab. Wenn man geradeaus fährt, kommt man zurück zur Kohlenmine. Und hier ist auch die Plattform, die ich vorhin erwähnt habe. Und da der Ausblick so schön ist, sagen wir mal, kurz einen Halt hier. Hier seht ihr auch die Ruine, die im Hintergrund steht. Ich habe vorhin das mit den Steinblöcken noch erwähnt. Ihr habt die Möglichkeit, dieses Schloss auch zu restaurieren. Auf der rechten Seite hier schauen wir zur Küste hinaus. Wir blicken jetzt eigentlich in die nördliche Richtung unserer Map. Ihr seht auch die Hängebrücke, das große Feld, sehr die flächere Region. Und steigen wieder ins Auto an. Da zeige ich euch diese Region mal von nahem. Es ist warm heute. Wir sehen hier auch unsere zweite Farm. Hier unten liegt, die ist umgeben von Feldern. Und auch neu unsere Steine. Ihr seht es auch vielleicht, die Straßenbeläge wechseln sich ab.
ist auch etwas, das uns aufgefallen ist in unserer Tour. Ihr werdet es auch vor allem in der Stadt finden. Es gibt dort verschiedene Straßenbeläge für gewisse Signalisierungen und auch Reparaturarbeiten, die man gemacht hat. Wir sehen hier auch unsere Fischfarm. Da vorne nochmal den Bauernhof, den man von oben gesehen hat. Wenn man hier links abbiegen würde, kommt man zu dieser Farm. Wir fahren jetzt aber die Asphaltstraße entlang. Wir haben hier auch ein großes, sehr großes Feld. Hier hinter diesem blauen Gebäude, das ihr da vorne seht, hinten dran liegt diese Aquakultur-Produktionsstätte. Ihr seht es da vielleicht schon. Und hinten dran der Lichtturm, der liegt auf einer Insel. Das ist vielleicht spannend für diejenigen, die gerne auf ein Abenteuer gehen. Hier links seht ihr noch ein Areal. Ihr seht auch diese Kornsilos, die wir haben. Dort liegt auch der Bahnhof dieser Map. Ist jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt noch ein Work in Progress. Das heißt, wir biegen dort nicht ab, fahren jetzt einfach mal geradeaus. Aber ihr seht etwa das Layout, wie das aussehen wird. Jetzt auch auf der rechten Seite unsere Hängebrücke. Wenn man drüber fährt, kommt man aus unserer Map raus. Deshalb fahren wir jetzt links und hier vorne seht ihr auch schon unsere Stadt, Kinlaig. Bevor wir uns nach Kinlaig begeben, machen wir hier auch in dieser Ansiedlung einen kurzen Halt. Da kommt ja auch einen schönen Einblick auch auf die Straßen, die wir in der Stadt haben werden. Und hinter diesen Bäumen befindet sich etwas ganz Tolles. Das habt ihr auch anfangs dieser Woche gesehen, das haben wir auch gezeigt. Wir haben unser Schloss, steht ja auch, wie schön unsere Stadt auch aussieht. Und hierzu erwähne ich noch gerne, wir haben jetzt neuerdings die Möglichkeit, nicht nur mehr Details an den Gebäuden zu haben, sondern auch können mehr Details auch in der Geometrie darstellen. Wir haben jetzt in diesem Beispiel auch Efeu, das auf den Gebäuden wächst. Und das ist bei jedem Gebäude so. Wir haben die Detailreichheit somit auch erweitert, das heißt, das Gesamtpaket wirkt viel authentischer. Hier haben wir den Hafen nochmals. Ich denke am besten, wir fahren dorthin, fliege wieder zurück zu meinem Auto. Wir verursachen hier schon fast einen Stau. Wir fahren hier am besten vor uns. Hier auch nochmal unsere Hängebrücke mit dem Hintergrund, den wir haben. Was eine britische Map ist, darf ein Kreisel natürlich nicht fehlen. Den haben wir auch platziert. Und hier kommen wir schon in Kinlaig hinein. Entschuldigung. So, über die Brücke. Ihr seht, nebendran sind die Zuggleise. Schauen hier von der anderen Perspektive zum Hafen hinüber. Ihr seht das, was ich vorhin auch erwähnt habe, diese Straßenbelege, die wechseln sich reichlich ab. Erzeugt auch mehr Detail, wirkt auch alles ein bisschen lebendiger. Auch diese Fabriken haben auch Efeu an sich. Und hier kommen wir in den Hafen, respektive auch in die industrielle Zone unserer Map. Wenn man hier rechts abbiegt, stehen wir schon am Hafen. Und ihr kennt es vielleicht an den Schatten, wir haben Möwen, die hier bei uns rumfliegen. Hier am Hafen könnt ihr dann mit euren Booten hinkommen,
Könnt auch ein Boot hier im Moment kaufen. Wenn man hier jetzt in die Luft fliegt, sieht man das Ganze auch ein bisschen besser von oben. So ein großer Hafen, genügend Wendeplatz für eure Boote. So wie das auch von den Layout aussieht von der Stadt, sieht ein bisschen näher. Wir haben hier auch unseren Fischmarkt, den ich vorhin erwähnt habe. Der ist sehr gut zugänglich mit dem Fahrzeug, aber auch mit dem Boot. Denn hinten dran habt ihr auch noch solche Pontoons. Dorthin könnt ihr mit dem Boot schön hinfahren und dann auch die Ware ausladen und direkt beim Markt verkaufen. Und ihr seht mir auch noch einen letzten Blick auf unsere Stadt. Die Möwen und ein Berg im Hintergrund. Es ist für Schottland ein sehr schönes Wetter jetzt, was wir hier haben. Ich habe es eben auch angesprochen, die Details an den Gebäuden. Hier kommen wir zum technischen Teil. Ich verwende jetzt dieses Gebäude, das wir haben, als Beispiel dafür. Dieses Gebäude steht bei uns in der Stadt, das ist ein Hochhaus. Und wir sehen hier, wenn man genauer hinschaut, wir haben ein Metall, Rost, wir haben auf den Dächern Moos, Flechten, wir haben auf diesem Aufputz die Beschädigungen, die man sieht. Das sind alles Details und Verschmutzungen, die man so auch erwarten würde an einem Gebäude. Und es handelt sich jetzt hierbei neuerdings für uns um ein Multi-Material-Setup. Das heißt, es ist nicht eine Textur für ein Gebäude, sondern es sind mehrere Texturen, die in unterschiedlichen einzelnen Materials auseinandergenommen werden. Und jedes Material hat dann seine eigenen Beschädigungen, würde ich so sagen. Wenn wir jetzt das ein bisschen genauer anschauen werden, hier auf dem Dach beispielsweise, ihr seht die Flechten, Moos, bei diesen Metalltrims, auch diesen Rost, den wir haben, bei den Steinen, Änderungen in den Materialien, das ist auch eine Abnutzung simuliert. Hier auch Moos auf den Steinen an den Kanten, unterhalb dieser Regenrinne. Ich zeige euch mal, wie die Maske dann aussieht für diese Gebäude. Wir haben hier auch ein Preview dafür. So sieht diese Maske aus. Für die, die es kennen, die wissen vielleicht, dass wir 2 Kanäle verwendet haben für Verschmutzungen. Wir haben jetzt neuerdings 3 Kanäle, die wir auswählen können. Wir haben die Ambient Occlusion rausgenommen und uns als einzelne Textur genommen. Und ihr seht auch, wie das Ganze aufgesetzt ist. Diese Maske befindet sich auf dem 2. UV-Kanal, so wie wir es vorhin hatten. Und wie gesagt, das sind Multi-Material-Setups. Das heißt eigentlich soweit, dass eine Textur sich auf diese Material befindet. Wir haben jetzt zum Beispiel hier unsere Dachtextur. Und auf dieser Dachtextur habe ich vorgegeben, dass es dort drauf Flechten und Moos geben soll. Und auf diesen, sagen wir mal, Verschmutzungskanalen befinden sich auch nebst der Diffuse Map, wie ihr jetzt die Flechten seht, haben wir auch auf den Kanalen auch Normal, Specular und eine Height Map. Das gleiche natürlich auch, jetzt in diesem Beispiel auf dem grünen Kanal, hier haben wir Moos und auf dem blauen Kanal befindet sich dann Verschmutzungen. Das wäre jetzt in diesem Beispiel dieses grünliche, abgewaschene, was dann schön sich mit dem unterliegenden Normal Map dann vermischt. Hier haben wir auch unsere Ambient Occlusion Map, die jetzt vereinzelt ist. Die ist jetzt nicht mehr in der Mask drin. Und auch, damit wir mehr Kontrolle haben über was die Maske macht, wie die Maske dann auch in unserer Engine dann auch aussehen
darf, haben wir Parameter reingetan. In diesen Parameter kann man die Schärfe der Maske einstellen, wir können auch die Intensität einstellen und können dort mit Height Blend, mit der Height Mask oder respektive mit der Height Textur unterliegenden Schichten auch maskieren. Am besten zeige ich euch das wieder am Dach. Hier seht ihr die Flechten. Ich sage jetzt als Artist, möchte ich gerne, dass die Flechten schärfer werden. Das kann ich natürlich jetzt mit diesem Parameter schön einstellen. Ich kann es auch sanfter machen. Je nach Material ist der Bedarf anders. Am besten machen wir es hier richtig scharf. Hier seht ihr auch, zeige ich kurz, wie das denn aussieht in der Maske selber. Die Maske wurde vorher zuerst gemalt und hier können wir diese Einstellungen schön machen. Und das ist super. Für mich Artists ist ganz toll, weil dann muss ich nicht wieder zurück in die Software gehen, das wieder alles neu einmalen, sondern ich kann das schön in der Engine machen. Hier kann man auch die Intensität verändern. Ihr seht auch, es verblendet sich sehr schön mit der Height Map dieser Textur. Das kann ich natürlich dann auch einstellen. Möchte ich mehr Verblendung, kann ich das mit dem Slider entweder weniger oder nach höher stellen. Wie gesagt, je nach Bedarf, den man hat, kann man dort feinere Einstellungen machen. Ich schraube das wieder zurück, dass es wieder vorhin aussieht. Und die gleichen Einstellungen natürlich hier jetzt auf dem grünen Kanal, wo wir das Moos haben. Das wirklich auch ganz Coole daran ist, sage ich jetzt mal, wenn dieses Gebäude jetzt näher an einem Wald steht, kann ich das Moos raufschrauben, dann passt das besser in die Region ein. Wenn es sich hierbei um ein moderneres, neueres Gebäude handelt, kann man das natürlich auch so flexibel reduzieren. Hier sehen wir auch unseren Dirt Layer, das ist dieses abgewaschen, diese schwarzen Streifen, die ihr auf dem Dach seht. Da kann man natürlich auch mit den Parametern Feineinstellungen machen. Wir können nebst der Transparenz dieser Dirt-Maske, dann möchte ich mehr oder weniger Verschmutzung, können wir den Farbton auch anpassen. Was jetzt für dieses Beispiel natürlich ganz toll ist, ihr habt es vorhin vielleicht gesehen, eben diese Textur ist sehr grünlich, auf einem dunklen Untergrund sieht es nicht besonders passend aus, das heißt, für mich Artist, ich kann es runterschrauben, kann es dunkler machen und so erstellt es einen besseren, mehr realistischen Kontrast. Das gleiche Prinzip eben auf allen anderen Materialien, die wir auf diesem Gebäude haben. Jetzt Beispiel diese Ladenfront, die wir haben. Das ist ein gemaltes Holz. Auf dem Bodenkanal haben wir das Holz gleich auch, aber ohne Farbe. Ich das mal, da seht ihr das am besten auch. Und wenn ich jetzt mehr Abnutzung haben möchte, kann ich dort mit diesen Einstellungen dann auch, ich mache das ganz viel schärfer und hier seht ihr auch, mehr Abnutzung simulieren. Und wir haben jetzt auch noch dieses HSL-Parameter. Ich sage jetzt mal, wenn mir der Farbton nicht gefällt, kann ich hier die Textur heller machen. Ich kann den Farbton auch sättigen. Und wenn mir das Blau gar nicht gefällt, können wir den Farbton komplett ändern. Das ist vorgegeben, solange die Textur auch Farben hat. Handelt es sich um eine graue Textur, weiß es dann nicht mehr, wenn ich eine graue Textur mehr Farbsättigung gebe, ändert sich nicht viel, das ist eine graue Textur, aber ihr könnt da trotzdem noch auch Anpassungen machen, das kann auch sehr praktisch sein, wie ihr es auch im späteren Verlauf noch sehen werdet. Und das ist ganz toll. Wenn ich jetzt für diese Textur keine Farben brauchen würde, aber ich brauche ein lackiertes Holz, kann ich den Farbton komplett runterschrauben, respektive die Farbsättigung. Wir schrauben die mal runter, jetzt haben wir eine graue Textur. Ich kann sagen, das Grau passt nicht, möchtest du lieber schwarz haben? Nein, schwarz passt mir nicht. Ich schraube es hoch, jetzt habe ich eine weiße Textur. Geben wir in der ganzen Sache noch ein bisschen Farbe. Und das
wirklich Coole ist, das ist eine Textur. Das heißt, ihr habt mehrere Gebäude mit der gleichen Textur, aber in der Engine hat es unterschiedliche Parameter. In einem Gebäude ist es vielleicht rot, im anderen ist es vielleicht blau. Und ihr habt es gesehen, in unserer Map haben wir viele blaue und rote Häuser. Bei denen werden wir dann, wenn das Ganze finalisiert ist, die Farben nochmal ändern. Da haben wir sehr viel Diversität. Und das ohne zusätzliche Texturen hinzuzufügen. Und auch praktisch dieser HSL-Slider. Beim Dach zum Beispiel, ich kann das dunkler machen, wenn ich das haben möchte. Ich kann auch die Steinblöcke, die Wände, die wir haben, auch dunkler machen. Und es ist ganz cool, wenn man die gleichen Gebäude nebeneinander hat, kann man so auch Diversität haben. Es ist nicht immer alles gleichfarbig, es ändert sich immer ein bisschen. Und so haben wir diese feinen Einstellungen, die wir machen können. Sieht besser aus, oder? Diese Gebäude. Und das ist wirklich auf jedem Gebäude, das wir haben. Alle neuen Gebäude, die ihr jetzt in der Map sehen werdet, sind mit diesem neuen Workflow erstellt worden. Das heißt, wie gesagt, eine Erweiterung unserer Details. Was auch zusätzlich sich geändert hat, wir haben die Auflösung der Texturen verdoppelt. Wir haben hier auch noch zusätzliche saisonal bedingte visuelle Änderungen. Wir haben hier jetzt auch Laub, was sich auf dem Dach sammelt, wenn es so ein späten Herbst ist. Nebst dem, wie ihr es auch schon kennt, das Schnee, das sich auf dem Dach sammelt. Ihr seht auch, das Efeu hat all seine Blätter verloren. Das sieht richtig winterlich aus. Ich möchte die Präsentation nicht auf einem technischen, trockenen Inhalt beenden. Wir gehen zurück auf unsere Map, denn ich habe etwas ganz Cooles, das ich euch gerne zeigen möchte. Wir befinden uns hier aktuell wieder auf der Hauptstraße. Das ist jetzt in der Mitte der Map. Hinten uns befindet sich, sehen hier rechts von uns ist die Stadt, hinter uns ist die Küste. Links steht der Fahrzeughändler. Und wenn man hier jetzt rechts einspurt und hinauffahrt, sind wir wieder bei der Farm zurück. Und ihr seht ja auch diese Viaduktbrücke, kennt man aus einem bestimmten Film. Darf bei einer schottischen Map natürlich nicht fehlen. Und wir fahren hier jetzt diese Straße hinauf, unter dieser Brücke. Ihr seht auch, diese Brücke wurde auch mit diesem neuen Workflow erstellt. Also auch größere Gegenstände können diesen Shader auch jetzt neuerdings auch benutzen. Das ist Viaduktbrücke, bekannt für fliegende Autos. Wir machen hier jetzt kurz einen Halt an diesem Bahnhof. Da vorne steht schon etwas ganz Cooles. Wir haben auch uns von dieser Brücke inspirieren lassen, haben vorgenommen, wir machen eine Dampflokomotive. Auch bekannt für einen bestimmten Film, aber auch für Schottland, ganz toll. Der das schön detailliert, das Ganze auch schön aussieht. Sagen wir, steigen wir ein, bringen wir das Ganze in Bewegung. Seht ihr auch, wie der Dampf so aussieht, Dampf, wo aus der Seite rauskommt. Ich gebe auch einen kurzen Einblick, wie das von innen aussieht. Seht auch ein bisschen Natur. All diese Hebel, Ventile. Seht ihr auch unsere Bäume. Und dann muss ich leider sagen, muss man sich von Kinlaig verabschieden. Ich hoffe, ihr konntet euch einen schönen Einblick machen mit den Ruinen, den Bäumen, den Feldern, den Hecken, den neuen Gebäuden, die ich vorhin gezeigt habe. Im November kommt das Ganze dann raus, dann werdet ihr es persönlich aussehen, dann ist das Ganze fertig. Aber ich hoffe, ich konnte euch einen guten Vorgeschmack geben, was auf euch wartet. Danke vielmals fürs Zuhören, danke auch vielmals für das Interesse, dass so viele von euch da waren.